In diesem Video zeige ich dir die 3 wichtigsten Dirigiermotorikprinzipien, die dir für deine gesamte Dirigierlaufbahn helfen werden. Die häufigsten Fragen, die mir als Dirigierdozent gestellt werden, sind die folgenden. Wie gibt man präzise Einsätze beim Dirigieren? Wie trainiert man die Unabhängigkeit der beiden Hände? Wie eignet man sich eine natürliche und authentische Dirigiermotorik an? Wie kann man das Dirigieren auf das Wesentliche reduzieren, ohne dass der Körper mitschwingt oder sich mitbewegt? Und vor allen Dingen, wie dirigiert man generell überzeugend und souverän? Diese Fragen bzw. Probleme erlebe ich immer wieder im Dirigierunterricht, in Workshops oder Dirigierkursen, die ich gebe oder sogar bei Dirigierabschlussprüfungen. Mein Name ist André Baumeister und ich helfe Musikerinnen und Musikern bzw. Sängerinnen und Sängern dabei, das Dirigieren zu erlernen bzw. zu verbessern, damit sie jede Art von Orchester, Chor oder anderem Ensemble sicher und souverän dirigieren können. Wenn du die Tipps und Methoden in diesem Video regelmäßig beim Dirigieren üben beachtest und die 3 wichtigsten Grundprinzipien verinnerlichst, kennst du die wesentlichen Voraussetzungen für eine saubere und überzeugende Dirigiertechnik. Du eignest dir direkt eine sehr gute Dirigiermotorik an und sparst dir die Zeit, später alles selber herausfinden zu müssen. Und vor allen Dingen, wenn du mit diesem Video direkt die typischen Fehler beim Dirigieren vermeidest, musst du dir diese später nicht mühsam wieder abgewöhnen. Außerdem spreche ich noch über die pentagonale Dirigiermethode, mit der du dir Schritt für Schritt eine professionelle Dirigiertechnik aneignest, egal ob mit oder ohne Dirigiererfahrung. Dazu gleich mehr. Ich möchte einfach, dass möglichst viele Dirigentinnen und Dirigenten von Anfang an eine saubere Dirigiertechnik beherrschen, damit sie souverän ein Orchester, einen Chor oder anderes Ensemble führen und die Musikerinnen und Musiker bzw. Sängerinnen und Sänger gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Kommen wir nun zu den 3 wichtigsten Dirigiermotorikprinzipien und die Tipps, Methoden und Übungen, die dir helfen, diese für dein Dirigieren umzusetzen. Das erste wichtige Dirigiermotorikprinzip hat zu tun mit dem Geben von präzisen Einsätzen. Manchmal fragen mich die Dirigentinnen und Dirigenten, wie es sein kann, dass die Einsätze nicht exakt zusammen sind. Das passiert häufig dann, wenn die Dirigiermotorik nicht mit Atmung geführt ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Einsatz geben möchte auf ZZ1 und die ZZ1 ist ja bei allen Schlagfiguren, geht die immer von oben nach unten und ich möchte diesen Einsatz zum Beispiel schon direkt zu einem Stückanfang geben, so dass das Stück erstmal beginnt. Und alle Musikerinnen und Musiker oder Sängerinnen und Sänger haben auf dieser ZZ1 zu singen oder zu spielen. Dann ist es so, dass ich nicht einfach eine Schrankenbewegung mache oder eine gleichmäßige Bewegung rauf und runter. Danach kann keiner spielen, sondern es muss eine mit Atmung geführte Bewegung sein. Ich möchte vermeiden, dass du die Atmung auch wirklich laut vor dem Orchester oder vor dem Chor mitmachst, sondern dass du es einfach nur zu Hause für dich übst und dann diese Atmung von der Idee her immer weiter sich auf deine Dirigiermotorik überträgt. Und jetzt ist es so, dass die Zählzeit 1, wenn die gegeben werden muss, dass die vorbereitet werden sollte mit der Zählzeit 4. Das ist ein Grundprinzip. Jedes Mal, wenn du einen Einsatz geben möchtest, dann musst du davor die Zählzeit verwenden, um den Impuls zu geben für die folgende Zählzeit, in der der Einsatz kommen soll. Das heißt also, ich muss die 4 vorbereiten, beziehungsweise den Impuls auf der 4 geben, damit die Musikerinnen und Musiker wissen, dass es dann im nächsten Schlag losgeht. Und damit das sauber funktioniert, habe ich gerade schon eingeatmet und ausgeatmet. Das geht so, dass ich mit der Zählzeit davor, in diesem Fall die 4, einatme und wenn ich wieder runterkomme, ausatme. Also, das ist das Grundprinzip. Und das würde ich an deiner Stelle einfach mal üben. Wenn du dirigiererfahren bist, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Aber wenn du Dirigieranfänger bist, dann muss man das erstmal sehr gut verinnerlichen, dass man eine natürliche und authentische Dirigierbewegung mit dieser Atmung ausführt. Und dieses Prinzip können wir auch wieder dann anwenden auf das Geben von Einsätzen. Das heißt, wenn die Musik läuft und wir innerhalb einer Passage, zum Beispiel einer Instrumentengruppe, einen Einsatz auf ZZ3 geben wollen, dann ist es so, dass das Prinzip genau das gleiche ist. Wir wollen diesen Einsatz geben mit einer Dirigiermotorik, die mit Atmung geführt ist. Das heißt, ich gebe auch hier einen Einsatz so
als wenn ich ein- und ausatme. Jetzt, wenn du Dirigieranfänger bist, ist es auch so, es ist sicherlich dann vielleicht noch nicht ganz so einfach, diese Unabhängigkeit der beiden Hände mit zu nutzen, um diesen Einsatz klar und deutlich zu geben. Da kommen wir gleich zu mit dem zweiten wichtigen Dirigiermotorik-Grundprinzip. Aber jetzt beschränken wir uns erstmal nochmal auf das Dirigieren mit beiden Armen gerne. Ich dirigiere die 1 ganz normal, relativ groß, weil die 1 muss immer deutlich sein, dass bei jedem Takt oder bei jeder Taktart zu erkennen ist, welche Taktart das überhaupt ist. Ich lasse die anderen Zählzeiten relativ klein. Wie du siehst, ich gehe damit jetzt nicht so hoch. Das ist auch oft ein Fehler von vielen Dirigieranfängern oder Anfängerinnen, dass sie zu hoch mit den Nebenzählzeiten dirigieren. Und dann sieht es sehr unbeholfen auch aus. Und man hat keine Möglichkeit mehr, mit seinem Schlagbild irgendwas großartig zu differenzieren und anzeigen zu können und auch generell auch interessant anzeigen zu können. Das heißt, wir nehmen die Nebenzählzeiten relativ klein und die Zählzeit, die wir jetzt als Einsatz geben möchten, die Zählzeit 3 in diesem Beispiel, die machen wir relativ groß. Und wenn wir die jetzt zusammen noch atmen, wie ich das gerade vorhin erklärt habe, und 1 und 1 und die anderen Zählzeiten klein lasse, dann ist diese 1 und die 3 dann sind die relativ deutlich. Und jetzt kommt noch ein Tipp dazu, wenn du das Geben von Einsätzen, von präzisen Einsätzen so übst, mit Atmung geführt und die anderen Nebenzählzeiten klein lässt, dann kannst du noch eine Hilfe mit dazu nehmen, indem du dir wirklich echte Musikerinnen und Musiker vorstellst. Also als wenn du wirklich diesen Musikerinnen und Musikern oder Sängerinnen und Sängern dann diesen Einsatz auf Zählzeit 3 gibst. Oder auch mit beiden Armen, wenn du das parallel machst, erstmal klein dirigieren und die 3 größer und dann aber auch mit Atmung. Und 1 und 1 und so weiter. Ja, das ist also das erste wichtige Dirigierprinzip, was du auf jeden Fall verinnerlichen solltest und was du in weiteren Übungen immer weiter, im Unterbewusstsein auch verankern solltest. Ein Tipp noch zu diesem Ein- und Ausatmen. Wenn es jetzt so sein sollte, dass du das mit einem Orchester oder Chor umsetzt und du merkst, dass du, obwohl du eine sehr gute Dirigiermotorik zeigst, es nicht funktioniert, dass die Musikerinnen und Musiker exakt zusammen einsetzen, dann liegt es auch daran, dass die Musikerinnen und Musiker nicht alle mitatmen. Das gebe ich dir auch nochmal als Tipp für die Probearbeit schon mal. Wenn Einsätze nicht exakt kommen, obwohl du das sauber und sehr, sehr gut dirigierst, dann bitte einfach die Musikerinnen und Musiker dazu oder Sängerinnen und Sänger, die machen es eigentlich schon automatisch, mitzuatmen. Das ist genauso, es trifft für Bläser genauso zu wie für Streicher oder für Schlagzeuger, dass sie einfach mitatmen und mit dem Einsatz mit dir mitgehen und dann anfangen zu spielen, wenn sie meinen, dass es von der Atmung her gesehen losgehen müsste. Und dann ist es in der Regel meine Erfahrung auf jeden Fall, dass es immer exakt zusammenkommt. Kommen wir zum zweiten wichtigen Dirigiermotorik-Prinzip. Das ist die horizontale Unabhängigkeit. Wir hatten das ja gerade schon kurz angedeutet. Man möchte eigentlich nicht alles parallel auf Dauer als Dirigentin oder als Dirigent dirigieren mit beiden Händen, sondern wir möchten mit der Vorzugshand natürlich den Takt schlagen und das Tempo anzeigen, aber mit der Nicht-Vorzugshand wollen wir eigentlich viel mehr Dinge anzeigen, die man noch anzeigen kann beim Dirigieren. Zum Beispiel Dynamikangaben, Artikulation, Phrasierungen, Dynamikentwicklungen, natürlich sowieso das Geben von Einsätzen und das möchten wir mit der Nicht-Vorzugshand machen und dafür brauchen wir natürlich eine motorische Unabhängigkeit. Und damit wir das auch sofort mit dieser ersten Dirigierübung gleich verbinden können, versuchen wir mal die Einsätze, die wir vorhin gegeben haben, jetzt wieder auf Zählzeit 3, mal mit der Nicht-Vorzugshand anders zu geben. In dem Sinne, dass wir mit der Vorzugshand den Takt schlagen, in diesem Fall den Viervierteltakt, und mit der Nicht-Vorzugshand erst dann dazu die Bewegung machen, wenn die Zählzeit 3 kommt. Das heißt, ich möchte jetzt den Einsatz auf 3 geben. Das bedeutet, dass ich auch den Einsatz nur mit der Nicht-Vorzugshand für diese Zählzeit gebe. Und 1 und 1 und 1 und 1. Und du siehst, dass ich mit meiner Vorzugshand auch hier die Bewegungen auf 2 und 4, wie gerade auch schon, relativ klein mache. Wenn du jetzt dirigiererfahren bist, ist das sicherlich auch noch nicht so ein großes Problem, das einfach mitzudirigieren und das so auszuführen. Wenn du Dirigieranfänger bist, ist es meistens schon ziemlich schwer. Und deswegen möchte ich dir eine Gedankenhilfe nochmal mitgeben. Wenn ich jetzt auf Zählzeit 3 den Einsatz geben möchte, dass ich die 1 wirklich benenne, also so ausspreche,
1 auf der ZZ2 anfangen einzuatmen und auf der ZZ3 gleichzeitig mit auszuatmen. Und das sieht dann so aus. 1 und 1, 1, 1. Wenn du dirigiererfahren bist, dann könntest du schon versuchen, etwas mehr mit der Nichtvollzugshand diese ZZ2 mitzugehen, um das noch deutlicher vorzubereiten. Das bedeutet, dass ich minimal mit der Nichtvollzugshand eine kleine Bewegung mache, um ein bisschen Raum zu haben, diesen Impuls mitzugehen für die ZZ2, damit das eine gute Vorbereitung ist, wiederum mit dem Ausatmen für die 3. Also 1, ich mache eine ganz kleine Bewegung mit der ZZ2 und gehe dann aber aktiv mit dem Impuls zur ZZ3. Das ist, wie gesagt, für die fortgeschrittenen Dirigentinnen und Dirigenten. Aber wenn du Anfänger bist, dann würde ich an deiner Stelle erstmal ganz normal anfangen, automatisch mitzugehen mit der Nichtvollzugshand, wenn die jeweilige Bewegung kommt und wenn die Einatmung einfach stattfindet. Also 1 und 1. Und dieses Prinzip kannst du auf alle anderen Zählzeiten anwenden. Egal ob im Viervierteltakt oder im Dreivierteltakt, du kannst immer Folgendes denken. Du musst eine Zählzeit angeben, dann gehst du 2 Schläge davor, diese Zählzeit benennst du beim Dirigieren und dann einen Schlag später fängst du an einzuatmen und führst dann den Weg mit dem Ausatmen auf diese Zählzeit, wo dann der Einsatz erfolgt. Nehmen wir das als Beispiel mal für die Zählzeit 4. Du möchtest im Viervierteltakt diesen Einsatz geben, dann ist es so, dass du die Zählzeit 2 halt benennst und dann auf 3 anfängst einzuatmen und dann mit 4 wieder ausatmest. Also 2, 2, 2, 2, 2. Das ist das Prinzip. Ich versuche die Nebenzählzeiten, also in diesem Fall die 2 und die 3, etwas kleiner zu dirigieren, damit ich dann Raum habe, um diesen Einsatz auf die 4 deutlich und größer zu geben. Und wenn du das noch eine Stufe weiter bringen möchtest, dirigiere mit deiner Vorzugshand ganz normal die Schlagfiguren und dann versuche mit der Nichtvorzugshand einfach ganz langsam nach oben zu gehen, senkrecht nach oben zu gehen und wenn du irgendwann oben bist, auch wieder senkrecht nach unten zu gehen. Wenn du natürlich ein Crescendo anzeigen möchtest oder ein Decrescendo, dann ist das die ideale Vorbewegung oder Vorübung für diese Art der Dynamikentwicklung. Man kann diese Dynamikentwicklung natürlich noch anders anzeigen, aber das ist dann was für später. Ja, kommen wir zum dritten und vielleicht wichtigsten Dirigiermotorikprinzip, der vertikalen Unabhängigkeit. Viele Dirigentinnen und Dirigenten haben das Problem, dass sie in irgendeiner Form zum Beispiel mit dem Kopf mitnicken oder mit dem Oberkörper mitgehen oder mitwippen mit den Knien oder mit den Füßen rauf und runter gehen. Und dadurch bewegt sich ihr Körper grundsätzlich mit und das sorgt dafür, dass das ganze Dirigierbild und das ganze Dirigat nicht so souverän und authentisch rüberkommt, wie wir es eigentlich uns vorstellen. Es gibt Dirigentinnen und Dirigenten und auch die großen und die bedeutenden Dirigierpersönlichkeiten machen das ab und zu, dass sie manche Bewegungen auch bewusst dann machen. Aber sie sind trotzdem in der vertikalen Unabhängigkeit komplett ausgebildet und nutzen das dann immer nur ganz bewusst als Mittel, mal um eine gewisse Dirigierstilistik oder einen gewissen Musikstil zu veranschaulichen. Grundsätzlich solltest du aber immer diese vertikale Unabhängigkeit üben. Und das kannst du dir auch selber gut vorstellen, wenn ich zum Beispiel einen Einsatz gebe und ich gehe zum Beispiel immer mit dem Kopf mit, auf dieser ZZ 3, wie wir es ja gerade geübt haben, dann hat das schon, auch wenn ich das positiv meine und auch wenn ich die Musikerinnen und Musiker einladen möchte und das auch ein bisschen bestätigen möchte mit diesem Kopfnicken, hat es trotzdem keine souveräne Ausstrahlung. Das Gleiche gilt mit dem Mitgehen vom Oberkörper. Wenn ich ständig, das hatte ich letztens bei einem Kandidaten beim Dirigieren, bei einem langsamen Stück, dass er eigentlich, gerade auch beim Forte, immer so ein bisschen mit dem Oberkörper mitgegangen ist. Und auch das ist das gleiche Prinzip, es wirkt nicht souverän. Sondern selbst wenn ich ein Forte dirigiere, dann sollte ich immer alles aus den Armen heraus dirigieren, aber die Körpermitte, die bleibt ruhig. Ich komme dann gleich auch nochmal zu einem Bild, was das nochmal sehr gut veranschaulicht. Das Problem, was ich damals immer hatte, war das Mitwippen mit den Knien. Und bei mir war es so, dass ich auch das bei Einsätzen oder auch bei der Musik, die ich dann so ein bisschen leichter veranschaulichen wollte, dass ich dann so mitgewippt habe. Und mir ist es, und das ist das Problem, mir ist es selber noch nicht mal aufgefallen. Erst als ich das auf Videokamera aufgenommen habe und mir das nachher angeschaut habe, ist mir das
wirklich bewusst geworden, dass ich überhaupt mit den Knien mitgehe. Und dann habe ich das abgestellt. Daher habe ich ja schon öfter erwähnt, nehme immer bitte alles auf Video auf, schau dir es an, ärgere dich da wahrscheinlich drüber, aber dann kannst du es ja auch wieder löschen. Nur es hilft dir ungemein, auch im Unterbewusstsein, diese Punkte immer weiter zu verbessern und diese Fehler abzustellen. Ja, eine Übung möchte ich dir jetzt schon mal direkt mitgeben. Und zwar habe ich die nicht beim Dirigieren gelernt, sondern ich habe sie damals gelernt, als ich als Kind Messdiener gewesen bin und wir eine gerade Kniebeuge ausführen sollten. Und damit diese Kniebeuge auch gerade ausgeführt werden kann, haben sie uns gesagt, dass wir das einfach mal mit einem Heftchen auf dem Kopf ausprobieren sollen. Und das kann ich auch jetzt Dirigentinnen und Dirigenten nur empfehlen, zumindest wenn sie diese vertikale Unabhängigkeit einfach mal für sich zu Hause üben möchten. Ich gebe natürlich dann auch den Tipp, dass nicht andere Leute unbedingt dabei zugucken sollen, weil sonst denken sie wahrscheinlich, okay, was macht der oder was macht diejenige denn da? Aber wenn du es für dich alleine einfach so mal ausführst, dass du die Dirigiermotorik so übst, wie ich das gerade schon beschrieben habe, zum Beispiel mit der Atmung auf den verschiedenen Zählzeiten oder mit der Unabhängigkeit, wie wir es ja gerade hatten, dieses Geben auf Cäsar 3, 1 und 1 und 1. Oder auch bei lauten Passagen, egal was passiert, dass man einfach versucht, dass das Heft nicht runterfällt, dann hat man schon viel dabei gewonnen. Und gut, dass ich das jetzt gefangen habe, sonst müsste ich die ganze Szene nochmal wieder aufnehmen. Natürlich soll es genauso wie bei den anderen Übungen auch nicht dazu führen, dass du steif irgendwo vorm Orchester stehst und vor einem Chor und dann einfach nur so dirigierst, als wenn du ein Buch auf dem Kopf hast. Das ist nicht. Also auch große Persönlichkeiten und gute Dirigenten gehen natürlich immer auch zu den Musikern mit oder gehen nach vorne und fordern während des Dirigierens zum Beispiel die Energie des Orchesters und des Chors und möchten irgendwas haben. Und natürlich bewegt sich dann gewissermaßen der Körper und auch der Kopf. Und wenn man dann ein Heftchen auf dem Kopf hätte, würde es natürlich runterfallen. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, dass die vertikale Unabhängigkeit immer besser wird. Und ein letztes Bild möchte ich dir auch nochmal mitgeben für diese Übung oder für das, damit das auch nochmal klarer wird, ist, stell dir vor, du bist als Dirigent oder als Dirigentin wie ein Baum, der da auf dem Dirigierpult steht und fest verwurzelt ist. Und ich meine damit auch wieder nicht, dass du steif stehen sollst und dass du fest stehen sollst, sondern ein Baum, der hat halt seinen Stamm und diese Körpermitte, die ist eigentlich immer ruhig beim Dirigieren. Und selbst wenn ein Sturm aufkommt, im wahrsten Sinne des Wortes auch ein musikalischer Sturm, also wenn die Musik ein Fortissimo ist, sehr lebhaft und es muss sehr viel Energie ausgestrahlt werden, selbst dann ist es so, dass die Zweige im Baum sich wie im Wind oder im Sturm dann heftig bewegen und hin und her bewegen, aber nicht der Stamm, also nicht der Oberkörper und nicht irgendeine Art des restlichen Körpers, weil das dann wiederum nicht natürlich und authentisch wirkt. Wenn du aber auch die Energie zeigst und dich nur ganz bisschen mitbewegst, aber dann alles aus den Armen heraus dirigierst, dann ist es überzeugend und authentisch und dann bekommst du genau diese souveräne Ausstrahlung beim Dirigieren. Wenn du also diese 3 Dirigiermotorik-Prinzipien mal zusammennimmst, also die mit Atmung geführte Motorik, die horizontale oder Rechts-Links-Unabhängigkeit und die vertikale Unabhängigkeit. Wenn du diese 3 Punkte zusammenfasst beim Dirigieren und dann das mal überträgst auf das Geben von Einsätzen, auf den verschiedenen Zählzeiten oder das Anzeigen von Dynamiken mit der Rechts-Links-Unabhängigkeit und dabei gleichzeitig immer darauf achtest, dass du ruhig stehst, dass du relativ verwurzelt, geerdet stehst, wie so ein Baum. Und wenn es auch mal stürmisch wird und du große Bewegungen zeigen möchtest oder auch kleine Bewegungen, alles wie der Baum bei den Zweigen auch, alles mal so reduzierst auf das Wesentliche und dabei die Mitte in sich ruhen lässt, dann bekommst du eine wirklich souveräne und authentische Dirigiermotorik. Und das ist die Basis für alle anderen Dirigierübungen, die dann weiter folgen. Eine Anmerkung noch zum Schluss. Als ich 2003 mit dem Dirigieren angefangen bin, gab es keine Online-Videos, mit denen man sich eine professionelle Dirigiertechnik aneignen konnte. Jetzt, wo ich selber Dirigieren studiert habe und nun Dirigierkurse gebe, möchte ich das ändern. Ich habe daher 45 Dirigierübungen geschrieben und passend dazu Lehrvideos erstellt, mit denen ich dir alle Übungen nicht nur vordirigiere, sondern auch im Detail erkläre, was ich, warum und vor allem wie dirigiere. Damit kannst du sämtliche Bewegungen für die Dirigierübungen genau nachvollziehen. Die Online-Dirigiervideos basieren auf der pentagonalen Dirigiermethode. Mit dieser 5-Stufen-Methode dirigierst du souverän und überzeugend jede Art von Orchester, Chor oder anderem Ensemble.
Die dazugehörigen Übungsmaterialien kannst du kostenlos herunterladen. Gehe diese mit mir zusammen Schritt für Schritt durch und übe damit effektiv das Dirigieren. Klicke dazu einfach auf den Link unten bzw. in der Beschreibung dieses Videos. Dann erreichst du die Seite www.dirigierenlernen.de. Dort erhältst du auch den kostenlosen und unverbindlichen Zugang zu weiteren Lehrvideos zum Thema Dirigieren. Falls es dich interessiert, erfährst du auf dieser Webseite auch mehr zu meiner persönlichen Geschichte zum Dirigieren. Mit allen Höhen und Tiefen und auch mit den Rückschlägen, die ich erlebt habe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen freuen. Und wenn du möchtest, abonniere diesen Kanal und klicke auf die Glocke rechts daneben, damit du das nächste YouTube-Video auf jeden Fall zum Dirigieren nicht verpasst. Ansonsten sehen wir uns gleich auf www.dirigierenlernen.de. Bis dann.